Hallo Leute, wir sind zurück im hohen Norden Norwegens auf der Insel Soroya, wo wir vor 2 Jahren unseren ersten Film auf YouTube gestellt haben. Es ist jetzt Anfang Oktober und der erste Schnee liegt schon auf den Bergen. Bevor es hier aber jetzt losgeht, möchten wir noch einen kurzen Rückblick auf Ende März, Anfang April dieses Jahres machen, wo Gerald und ich hier auf einem Kurztrip heroben waren, um dem Skrei nachzustellen. Und was wir da alles erlebt haben, zeigen wir euch jetzt. Bereits Ende März flogen wir von München über Oslo nach Alta und bekamen bei diesen herrlichen Bildern einen ersten Eindruck davon, was uns in den kommenden Tagen erwarten sollte. In Alta angekommen gab es dann den ersten Schock, denn unsere Angelruten und Geralds Tasche mit seinem gesamten Angelgepäck war nicht da. Bis endlich die Verlustanzeige gemacht worden war, fuhr uns auch noch der Flughafenbus vor der Nase weg und wir mussten die 500 Meter bis zum Hafen mit unserem gesamten Gepäck zu Fuß zurücklegen. Wenigstens wartete die Schnellfähre auf uns und die Weiterreise nach Hammerfest konnte planmäßig fortgesetzt werden. In Hammerfest wartete dann schon die Anschlussfähre, die uns in einer 30-minütigen Überfahrt in den Akkarfjord brachte. Auf Soroya brachte ein Radlader unser Gepäck zu den Häusern. Wir legten den kurzen Weg bei minus 10 Grad und tiefwinterlichen Bedingungen zu Fuß zurück. Da unsere Gruppe diesmal nur aus 4 Personen bestand, bewohnten wir eines der kleineren Häuser, das ich euch nun kurz vorstellen möchte. Auf 75 Quadratmetern bietet das Haus unter anderem 3 Schlafzimmer mit jeweils 2 Einzelbetten. Auch ein kleiner Stauraum ist hier vorhanden. Der gemütliche Wohnbereich bietet einen traumhaften Ausblick auf das Meer. In der großen, top ausgestatteten Küche hat man alle Möglichkeiten, um sich tolle Speisen zubereiten zu können. Zu dieser Jahreszeit ist ein großes Boot mit beheizbarer Innenkabine einfach Pflicht. Da wir keine Angelrouten hatten und auch noch Lebensmitteleinkäufe tätigen mussten, blieb uns vorerst keine andere Wahl, als die herrliche Winterlandschaft zu genießen.
In der Zwischenzeit hatte uns der Campmanager Atle einige Angelrouten besorgt, sodass wir am Nachmittag noch angeln konnten. Nachdem wir in dem nur wenige Schritte entfernten Supermarkt die fehlenden Lebensmittel eingekauft hatten, konnten wir es kaum erwarten, endlich in See zu stechen. Bevor es jetzt mit dem Angeln aber losgeht, möchten wir unsere Gruppe kurz vorstellen. Um 12 Uhr fuhren wir bei traumhaftem Wetter und minus 5 Grad los und starteten unsere Mission Skrei. In der Regel zieht dieser Fisch von Jänner bis Anfang April vor die Küsten Sorojas, um dort abzuleichen. Heimische Fischer erzählten uns, dass sie sogar schon direkt im Akkerfjord den Skrei gefangen haben. Leider war der Skrei im Moment nicht in seichtem Wasser zu finden, weshalb wir in Tiefen um die 100 Meter mit dem Angeln beginnen wollten. Eine viel zu starke Drift und immer mehr auffrischender Wind zwangen uns aber dazu, es in flacherem Wasser zwischen 25 und 30 Meter zu versuchen. Gelegentlich begann es immer wieder zu schneien und die eisigen Windböen machten das Angeln zu einer Herausforderung. Ja. Ja. Ja, das ist einer. Ah ja. So. Der hängt. Lucky, komm her. Da ist drin. Ja, der hängt gescheit. Ja, dann war es endlich soweit und der erste Fisch hing am Haken. Als Gerald die Stange seinem Sohn Lukas übergeben wollte, ging der Fisch aber leider verloren. Ich halte den hinten. Oh. Leider ging dieser Fisch verloren. Aber ich glaube, da spürst du wieder was. Ja. Unmittelbar danach schnappte sich aber schon der nächste Fisch Geralds Köder. Ja, hängt schon wieder was. Da ist er. Oh. Dieses Mal ging bei der Stangenübergabe alles gut und Lukas konnte schon wenig später seinen ersten Heilbutt in den Händen halten. Da uns die Kälte immer mehr zusetzte und wir auch ein Kind an Bord hatten, beendeten wir nach 2 Stunden gegen 14 Uhr das Angeln. Diese Entscheidung erwies sich im Nachhinein als goldrichtig, denn es begann nun heftig zu schneien und hörte den gesamten Tag nicht mehr auf. Am nächsten Morgen hatte der Schneefall aufgehört, aber mit minus 5 Grad war es immer noch bitterkalt. Zum Glück hatten wir dieses top ausgestattete 22 Fuß Caspol Aluminiumboot, das diese Temperaturen etwas erträglicher machte. Ab heute galt wieder die Sommerzeit und wir fuhren um 9 Uhr los. Bei diesen Bildern könnte man vermuten, dass beste Angelbedingungen vorherrschten, doch der Schein ist trügerisch. Obwohl fast kein Wind wehte,
waren die Wellen am offenen Meer zwischen 3 und 4 Meter hoch. Bei einer Drift zwischen 3 und 4 km/h konnte deshalb auch heute nicht in tieferem Wasser auf den Skrei geangelt werden. Wir angelten stattdessen in Tiefen bis maximal 50 Meter auf Heilbutt, wo Gerald sofort einen Biss bekam. Anschauen. Auslosen. Auslosen. Erste Ding. Obwohl dieser Fisch verloren ging, war es doch ein vielversprechender Auftakt in diesen Angeltag. Erste Ding. Leider wurde das Wetter jetzt aber immer schlechter und der eisige Schneefall ist auf dem Mikrofon sehr gut zu hören. Extreme Bedingungen hier vor Soroja. Dichter Schneefall. An ein Skreifischen ist momentan in den größeren Tiefen nicht zu denken. Dafür ist die Drift zu stark. Das Angeln machte bei diesen Bedingungen einfach keinen Spaß mehr und da auch die Beißlaune der Fische zu wünschen übrig ließ, beendeten wir um 12 Uhr das Angeln. Wieder zu Hause angekommen, betrachteten wir die Aufnahmen der Unterwasserkamera und trauten unseren Augen nicht. Ich zeige euch jetzt ungeschnitten die erste Minute dieser Aufnahme, damit ihr versteht, was ich meine. Kaum zu glauben, oder? Zeitweise waren 3 Heilbutte auf einmal zu sehen. Insgesamt haben wir 1 Stunde gefilmt und bei 50 Fischen mit dem Zählen aufgehört. Auch wenn viele kleine Exemplare dabei waren, so zeigen diese Bilder doch das enorme Potenzial dieses Gebiets. Wenn jemand von euch einen Tipp hat, wie man die Drehbewegungen der Waterwolf-Kamera in den Griff bekommt, wäre ich euch dankbar. Ihr könnt es uns gerne in den Kommentaren schreiben. Nachdem wir diese Aufnahmen gesehen hatten, hielt uns nichts mehr auf unseren Sitzen und wir mussten nochmals raus. Nachdem wir das Angeln für heute eigentlich schon eingestellt hatten, haben wir uns die Aufnahmen der Unterwasserkamera angesehen und dabei unzählige Heilbutt entdeckt, die rund um unsere Köder geschwommen sind. Da hat uns nichts mehr zu Hause gehalten und wir probieren es hier direkt am Ausgang des Ackerfjords auf Heilbutt. Wir werden vielleicht noch 1 bis 2 Stunden angeln, einen dieser Plattfische an den Haken zu bekommen. Und tatsächlich gelang es Lukas nur wenig später, einen dieser begehrten Plattfische zu überlisten. Da müssen wir wieder tun lassen, oder? Ja. Da es sich aber um ein viel zu kleines Exemplar handelte, wurde der Fisch nach einigen Fotos wieder in die Freiheit entlassen.
Obwohl wir nach diesem Fang noch eine Stunde bis 18 Uhr konzentriert weiterangelten, gelang es uns nicht, einen weiteren Heilbutt zu fangen. Da die heutige Jugend am Morgen dazu neigt, etwas länger zu schlafen, mussten zeitweise drastische Weckmaßnahmen ergriffen werden. Der Fisch ruft! An ein Fischen war wegen des starken Schneefalls und Windböen bis zu 60 km/h vorerst nicht zu denken. Von der Fluglinie SAS erreichte uns heute endlich die erlösende Nachricht, dass unser Gepäck gefunden wurde und es morgen bei uns eintreffen sollte. Als gegen 10 Uhr der Himmel aufklarte, nutzten wir die Gelegenheit, um uns die Arbeit der heimischen Fischer etwas näher anzusehen. Diese Dorsche wurden vor einer Woche gefangen und der frischen Meeresluft für ungefähr einen Monat ausgesetzt. Danach wurden die Fischköpfe nach Afrika verkauft, wo sie als Delikatesse gelten und in den Suppentopf geworfen werden. Durch das Aufhängen und Trocknen wird dem Fisch der Wassergehalt entzogen und die Nährstoffe bleiben in konzentrierter Form erhalten. Dieser interessierte Beobachter des Geschehens war stets auf der Lauer, ob er sich nicht doch einen der begehrten Delikatessen schnappen könnte. Da der Wind jetzt völlig eingeschlafen war, fuhren wir um 11:15 Uhr raus, obwohl uns der Campmanager Atle davon abgeraten hatte. Wir fuhren zum 15 Kilometer entfernten Plateau Nordfahrreit und hofften dort, einige der begehrten Skraischwärme ausfindig zu machen. Wie uns Atle bereits prognostiziert hatte, waren die Wellen am offenen Meer immer noch sehr hoch. Bereits nach einer Stunde erfolglosem Angeln wurden Gerald und Lukas seekrank und es musste die Heimreise angetreten werden. Wir versuchten es dann noch eine Stunde in den geschützten Buchten vor Soroja auf Heilbutt, wo das Meer wesentlich ruhiger war. Als sich nach einer Stunde das Wetter rapide verschlechterte und starker Schneefall einsetzte, wurde um 15 Uhr das Angeln beendet. Gestern am Abend ist eine vom Reiseanbieter Dintour organisierte Angelgruppe eingetroffen, die 2 weitere Häuser bewohnten. Uns war es am Vormittag nicht möglich zu angeln, da wir auf unser verloren gegangenes Gepäck warten mussten, das mit der Mittagsfähre endlich eingetroffen ist. Danach machten wir uns sofort ans Werk, unser eigenes Equipment einsatzbereit zu machen. Um 13:30 Uhr ging es dann auch für uns endlich los. Jetzt haben wir endlich unsere Angelsachen bekommen nach 4 Tagen und da es jetzt schon kurz vor 2 ist, kurz vor 14 Uhr, werden wir es nur mehr 2-3 Stunden auf Heilbutt hier im Osten der Insel Soroja versuchen. Gerald erlebte dann aber eine böse Überraschung. Erster Einsatz, erster Anhieb, Resultat Stangenbruch. Nagel neu.
Ich hatte heute nochmals die Unterwasserkamera im Einsatz und bekam dieselben Bilder wie schon Tage zuvor. Ich habe hier ganz bewusst nicht angeschlagen, um diese Aufnahmen zu erhalten. Ich war auf Grund und sofort hat er gebissen. Aber gleich. Und dann gleich angeschlagen. Ja, passt schon. Ne? Ja, das ist er weg. Trotz dieser großartigen Bilder war dieser kleine Steinbeißer unsere einzige Fangausbeute an diesem Nachmittag. Als sich nach 3 Stunden Angeln das Wetter wieder verschlechterte, fuhren wir um 17 Uhr nach Hause. Endlich lag ein schöner Tag vor uns, der es erlaubte, weit aufs offene Meer hinauszufahren. In 45 Kilometer Entfernung hofften wir, den Skrei an den Kanten zur Tiefsee in 100 bis 150 Meter Tiefe zu finden. Um 7:10 Uhr fuhren wir bei traumhaftem Winterwetter und -9 Grad los. Während der Fahrt entdeckten wir Wasserfontänen, die auf Wale hindeuteten. Bei näherer Betrachtung wurde unsere Vermutung bestätigt und wir ließen uns dieses Schauspiel natürlich nicht entgehen.
Die Wale trieben die kleinen Fische zu Trauben zusammen, in denen sie dann mit weit aufgerissenem Maul hineinstießen. Leider gelang es uns nicht, ein solches Spektakel mit der Kamera festzuhalten. Nach einer halben Stunde gesellten sich einige Orcas dem großen Fressen hinzu. Peter und Lukas versuchten während dieses Fressrausches auch etwas zu ergattern, konnten aber nur kleinere Seelachse fangen. Nachdem wir uns dieses Treiben über eine Stunde lang angesehen hatten, widmeten wir uns nun wieder dem eigentlichen Ziel und fuhren weiter aufs offene Meer hinaus. Endlich angekommen, versuchten wir zwischen den Fischkuttern einen Skraischwarm zu lokalisieren. Beim Angeln in Tiefen um die 150 Meter mussten Gerald, Peter und Lukas aber dann überrascht feststellen, dass sie zu wenig Schnur auf ihren Rollen hatten und in solchen Tiefen nicht angeln konnten. Schlecht vorbereitet, kann man dazu nur noch sagen. Da aber auch bei mir nichts beißen wollte und kein Skraischwarm zu finden war, fuhren wir nach einer halben Stunde wieder zurück und angelten einige flachere Plateaus ab. Dabei konnten 3 kleinere Heilbutte gefangen werden, die alle wieder zurückgesetzt wurden. Kleiner Heilbutt, die sind hier überall, aber die Dorsche lassen auf sich warten. Bei der Heimfahrt wurden wir von einer Familie Orcas begleitet, die uns bis kurz vor den Akkerfjord folgten. Am nächsten Morgen fegte ein Schneesturm über die Insel und an ein Angeln war vorerst nicht zu denken. Noch dazu legte der Sturm bis 9:30 Uhr unsere Stromversorgung lahm. Über Nacht machte es 25 cm Neuschnee, der erst beseitigt werden musste. Wir haben die Fischstange gegen die Schneeschaufel gewechselt, haben hier aber vorsichtshalber einen Kescher mitgenommen, weil es soll ja hier in Norwegen auf der Insel Sørøya Schneehasen geben und vielleicht kann ich einen ergattern. Schauen wir mal. Zu Mittag legte sich der Sturm schlagartig und wir riskierten eine kurze Ausfahrt.
nützen jetzt ein 4- bis 5-stündiges Windfenster, um hier direkt vor dem Ausgang des Ackerfjords auf Heilbutt zu fischen. Wir hoffen heute vielleicht den ein oder anderen Blattfisch überlisten zu können. 10 Minuten nach Angelbeginn hatte Lukas schon den ersten Fisch am Haken. Das ist ein großer. Heilbutt war es zwar keiner, doch dieser kleine Steinbeißer war eine willkommene Abwechslung. Unsere deutschen Angelkollegen hatten dieselbe Idee und nutzten das Windfenster zu einem kurzen Angeltrip. Extremes Pilken gegen extreme Wetterbedingungen. Wir angelten jetzt in Tiefen um die 130 Meter und konnten 3 halbstarke Küchendorsche überlisten. Um 17 Uhr fuhren wir wieder nach Hause. Wieder zu Hause angekommen, machte sich unser Jüngster einen Schneecocktail à la Lukas. Diesen kann man auch nur bei winterlichen Bedingungen genießen und ist nicht jedermanns Sache. In der Nacht kam der Sturm mit Spitzen bis zu 100 km/h zurück und verursachte bis 10 Uhr einen neuerlichen Stromausfall. Diesem norwegischen Berufsfischer schien selbst dieses Wetter nichts auszumachen. Für uns kam ein Angeln aber heute keinesfalls in Frage und wir blieben den ganzen Tag zu Hause. Wind 10 bis 15 Meter pro Sekunde. Wir angeln hier direkt am Ausgang des Ackerfjords und versuchen es hier 1-2 Stunden auf Heilbutt. Obwohl der Wind zeitweise immer noch 50 km/h stark war, versuchten wir unser Glück und ich konnte auch einen kleinen Heilbutt überlisten. Rund um die 4-5 Kilo. Der dritte, kleinere in diesem Urlaub, den lassen wir wieder ins Meer zurück. Ein Boot unserer deutschen Nachbarn angelte trotz des stürmischen Wetters in den östlichen Buchten, wo sie 3 Heilbutte um die 10 Kilo fangen konnten. 2 Fische mit 1,30 und 1,50 Meter Länge wurden wieder released. Um 13:15 Uhr wurde das Angeln eingestellt. Am nächsten Morgen schneite es sehr stark und der Wind wehte immer noch mit 50 km/h, weswegen auf besseres Wetter gewartet werden musste. Um 10 Uhr hörte der Wind bei aufklarendem Himmel auf, weswegen wir nochmals östlich der Insel auf Heilbutt angeln wollten. Daraus wurde vorerst aber nichts, denn als wir mit dem Angeln beginnen wollten, wurde der Hydraulikschlauch zum Motor undicht und wir lagen manövrierunfähig auf dem Wasser. Wir riefen Atle um Hilfe, der uns danach mit seinem Boot abschleppen wollte. Diese deutsche Angelgruppe kam uns vorsichtshalber zu Hilfe und wartete neben uns, bis Atle mit seinem Boot angekommen war. Ihre Hilfe wurde belohnt, denn schon nach kurzer Zeit war Erik mit einem Heilbutt im Drill.
Da der Heilbutt immer wieder Schnur von der Rolle nahm, schien es sich doch um ein größeres Exemplar zu handeln. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an Erik und seine Angelfreunde und ein dickes Petri Heil zu diesem Fang. Ihr habt euch diesen Fisch mehr als verdient. Unmittelbar danach war Atle mit seinem Boot angekommen. Gut zu wissen, dass hier immer jemand erreichbar ist, wenn man im Notfall einmal Hilfe braucht. Wenn ihr selbst einmal in die Lage kommen solltet, abgeschleppt werden zu müssen, dann achtet darauf, dass die Seile links und rechts am Boot befestigt werden, wie hier zu sehen ist. Dadurch laufen die Boote bei Wellengang viel ruhiger und haben etwas Spiel. Als wir dann wieder zu Hause waren, freuten wir uns mit Erik gemeinsam über seinen 127 cm langen und geschätzten 27 Kilo schweren Heilbutt. Wir gucken, ob was die Waage sagt. Direkt unter dem Bootsteg war dieser riesige Kleinfischschwarm auf Nahrungssuche. Nachdem die Pumpe für das Nachfüllen des Hydrauliköls vom Festland gekommen war, konnte Atle die Reparatur in knapp 10 Minuten durchführen. Während alle anderen Boote um 17 Uhr wieder nach Hause kamen, fuhren wir für eine Stunde nochmals raus. Bei einer traumhaften Abendkulisse konnte aber nur mehr ein kleiner Heilbutt gefangen werden. Mini-Heilbutt. 2 bis 3 Kilo. Um 19:30 Uhr beendeten wir das Angeln und machten uns auf den Heimweg. An unserem letzten Angeltag präsentierte sich das Wetter nochmals von seiner besseren Seite. 10 Uhr, wir müssen an die Box. Da wir am Morgen nicht nachgetankt hatten, mussten wir nach einer Stunde wieder zurückfahren. Nachdem der Tank voll war, wurde noch 2 Stunden weiter geangelt, es konnte aber kein Fisch mehr gefangen werden. Obwohl wir großartige Eindrücke von der Insel Soroja mit nach Hause nahmen, war unsere Mission Skrei nun endgültig gescheitert. 6 Monate später sollte alles anders werden. Nun habt ihr gesehen, dass zu dieser Jahreszeit das Wetter doch noch sehr extrem sein kann und wir hatten noch dazu das Pech, den Skrei nicht zu finden.
Dafür hoffen wir jetzt umso mehr, dass wir wieder große Fische fangen können und spannende Drills erleben zu dürfen. Ich wünsche euch viel Vergnügen bei unserem Film und möchte mich bei euch bedanken, dass ihr unser Video wieder anschaut. Anfang Oktober begann unser eigentlicher Angelurlaub neuerlich mit dem Flug von München nach Alta. Dieses Mal waren wir wieder mit unserer Stammgruppe unterwegs. Da in Oslo das Gepäck immer noch komplett neu aufgegeben werden musste, verpassten wir den Anschlussflug nach Alta um 3 Minuten und mussten 8 Stunden auf die nächste Maschine warten. Um die Zeit etwas zu überbrücken, veranstalteten wir eine kleine Laufveranstaltung, an der sich auch einige Jugendliche beteiligten. Um 19 Uhr ging es dann endlich weiter. In Alta angekommen, musste eine unplanmäßige Übernachtung eingelegt werden, da so spät am Abend der Fährbetrieb bereits eingestellt wurde. Um 7 Uhr am nächsten Morgen fuhr uns der neue Manager der Anlage Markus Dietze mit dem Auto nach Hammerfest. Dabei erlebten wir die gleichen Bilder wie vor 6 Monaten, denn der erste Schnee war bereits gefallen. In Hammerfest stiegen wir auf die Personenfähre um, die uns in einer einstündigen Überfahrt endlich auf die Insel Soroja brachte. Wie vor 2 Jahren bewohnten wir Haus Nummer 1, das wir uns nun kurz etwas näher anschauen möchten. Im Eingangsbereich nach der Garderobe befindet sich das erste Schlafzimmer mit einem Einzelbett. Im großen Wohnbereich mit integrierter Küche gibt es genügend Platz für bis zu 8 Personen. Im großen Badezimmer ist auch eine Waschmaschine vorhanden. Weiters befinden sich im Erdgeschoss 2 baugleiche Schlafzimmer mit jeweils 2 Einzelbetten. Nach dem Aufgang in das Obergeschoss befindet sich auf der linken Seite eine weitere Schlafgelegenheit für eine Person. Gegenüber befindet sich ein sehr großes Schlafzimmer mit 2 weiteren Einzelbetten. Im Gegensatz zum Frühling angelten wir jetzt mit den beiden offenen 22,5 Fuß großen Casbol-Booten, die von einem 115 PS starken Motor angetrieben werden. Natürlich verfügen auch diese über einen GPS-Kartenplotter und Echolot.
Am Nachmittag hatten wir noch genügend Zeit, unsere Taschen auszupacken und die Angelsachen für den nächsten Tag vorzubereiten. Bevor wir jetzt mit dem Angeln starten, noch eine kurze Vorstellungsrunde. Grüß euch aus Soroja! Natürlich gab es auch wieder unseren internen Wettbewerb um den schwersten Fisch, bei dem das Siegerboot eine Runde Bier gewinnen konnte. Jetzt konnten wir es natürlich kaum erwarten, endlich in See zu stechen, weshalb wir bereits um 7:15 Uhr mit beiden Booten losfuhren. Unser Ziel war es, in den östlichen Sandbuchten den ein oder anderen Heilbutt überlisten zu können. Und es ging so los, wie es vor 2 Jahren aufgehört hatte. So, wir sind jetzt wieder in der Heilbuttbucht und schon nach kurzer Zeit hat Gehr wahrscheinlich einen Butt am Hacken, also ziemlich sicher sogar. Da wieder ein Korn draufkommen. Ja. Was der mit der Fisch ist, der Widrige Bedingungen hier. Wind um die 25-30 km/h, leichter Schneefall bei 1 Grad. Auf ein neues. Na, die war jetzt. Das ist ganz oben wieder. Nachdem der Fisch noch eine rasante Flucht bis auf den Grund hingelegt hatte, musste er sich wenig später geschlagen geben. Gehr konnte nach nicht einmal einer Stunde Angeln seinen ersten Heilbutt in den Händen halten. Heilbutt mit 11 Kilo. Ein toller Auftakt in unseren Angelurlaub und auch auf dem zweiten Boot konnte sofort gefangen werden. Vor einigen Minuten konnte Christian den ersten Dorsch landen mit ca. 2 Kilo. Dieser wurde natürlich zurückgesetzt, doch jetzt behauptet er etwas Größeres am Haken zu haben. Diese Behauptung von Christian muss ich leider revidieren,
denn dieser Dorsch ist eher der Abteilung Kinderstube zuzuordnen. Kurz darauf hing bei Sepp schon der nächste Fisch am Haken. Die Schnur geht weiter, ne? Was heißt denn das? Aber du hast recht, Sepp, das wird auch noch für Kisten. Doch am anderen Ende der Leine hing mit einem Lump ein Fisch, den niemand von uns will. Der Hund hängt ja. Ja, sehr klar, ein Haken. So mal. Erster Lump. Nein, schon schön Haken. Die gesamte letzte Trift, circa 300 Meter, stehen wir hier im Fisch. Bis dato zeigt sich aber kein Räuber. So, nachdem mir der Rahmen angefallen ist, ist in Greiadal was Größeres reingefahren und er vermutet Heilbutt. Nein. Jetzt sagt er nein. Was schaut es jetzt aus mit der Vermutung? Ja, schön. Da steht. Jetzt zieht mal runter. Okay. Da ist der aus. Aber ich mache auch noch keine Flucht. So. Was ich kriege, checkt man dann wieder runter. Mal schauen. Schaut mich schon so an. Dass der Putt ist, aber der weiß noch nicht, was los ist. Letzten 20. Doch auch bei Gerald drückte der Schein, denn er hatte einen 3 Kilo Dorsch quer gehakt. Ah, Wahnsinn. Schade. Ich glaube, so sind 30 Kilo durch da. In der Tiefen. Schau mal einer. Wahnsinn. Ich möchte das Gesicht zeigen von der Enttäuschung. Der nicht Wasser. Na, hätte ich ganz was anderes vermutet. Es ist jetzt 13:50 Uhr und nach mäßigem Erfolg bis fast gar keinem Erfolg hat nun Sepp vermutlich etwas Größeres am Haken. Sepps erster größerer Dorsch. Schaut's aus. Der erste mit 7, 8 Kilo, ha? Ja, wie er gesagt. 8, 9 Kilo. Ja, 11. 11 haben wir da. 11 Kilo. Ja. Circa. Petri Sepp. Vielen Dank. Ja, das ist einmal fürs Filmen. Sepp gab sich mit diesem Dorsch aber nicht zufrieden und hatte schon wenig später den nächsten Fisch am Haken. Sepp drillt noch immer. Drillen kann man da nicht sagen. Na, dann heißt eigentlich. Ah, jetzt sieht man was. Nächsten. Ja, jetzt sieht man was. Ein Seitblick, oder? Nein, ich glaube, das ist ein Butt. Was? Ein Heilbutt. Nein, das gibt's ja nicht. Ich glaube schon. Das ist ein Butt, ja. Das gibt's ja nicht. Wie hat denn der da? Das war der mach auf, dass er nicht, wenn er rum ist, dass er bremsen nicht. Weißt du, nicht, dass er da abwascht. Wenn er es mitkriegt. Das ist ja nicht so gerade, ja. Nein, so. Ja. So wie ein Pult auch noch. Ja, der Da ist ist nicht er klar. gerät. Der ist nicht klar. Schein ist er.
Ja, jetzt pass auf. Ja. Na Wahnsinn! Ein Butter noch! Letztendlich hatte der Heilbutt ein Gewicht von genau 20 Kilo und wurde mit nach Hause genommen. Bei uns ging am Nachmittag vorerst nicht sehr viel und es konnten nur einige dieser 3 Kilo Dorsche gefangen werden, die alle wieder zurückgesetzt wurden. Wir angelten in der Zwischenzeit am Ausgang des Ackerfjords, während es Geralds Boot immer noch weiter nördlich bei den Heilbuttbuchten probierte. Als wir dann in diesen Futterfischschwarm hineindrifteten, hatte Norbert sofort einen größeren Fisch am Haken. Nach einem 10-minütigen Drill konnte auch er einen schönen Dorsch in seinen Händen halten. Der Dorsch nicht ganz 9 Kilo, direkt am Ausgang vom Ackerfjord. Ziemlich am Ende des heutigen Tages. Unglaubliche Wetterkapriolen spielen sich hier ab. Links Sonne und wenn ich nach rechts schwenke, Schneefall direkt vor unseren Angeln. Im Hintergrund noch ein schöner Regenbogen. Somit ist der Wetterregen komplett. Auch Christian drillt nun seit geraumer Zeit ist ja auf Naturköder und Resultat nächster Heilbutt. Ja, da 12 Kilo. Abwas. Wollt noch mal ein wenig rauf, schwimmen kann? So dass der Stange nicht abbricht. Ne, ist ein kleinerer, aber wenn wir den Kunden mal wieder auslassen. Christians Naturködersystem dürfte heute der Renner sein. Ohne Anschlagen, ohne aufzustehen, wird der Fisch ins Boot geholt. Christian angelte mit einem toten Seelachs, der auf einem Circle Hook befestigt war, weshalb man bei dieser Methode auf keinen Fall anschlagen sollte. Da unten ist was. Geht schon. Ja, ich sehe was, ja, wieder einer. Oder? Ja, ja, wieder einer. Nein, nicht klar. Ich glaube nicht klar. Nein? Kriegst du wieder einen? Weit kriegst du wieder einen. Ja, das wird ein Sepp sein. Ja, das Der passt. passt. Der schaut schön aus, ja. Ja, das ist Oh, der ist nur größer. Der ist noch größer. Bravo! Ja, das ist der mit der Hammer. Ja, das ist gut. Schaut gut. Ja, der hat eine kleine Größe. Und das Gas haben wir da.
Nach einem spannenden Drill konnte Gerald und ich einen Heilbutt von ca. 30 Kilo landen. Petri Heil kann man dazu nur noch sagen. Der Fisch brachte ausgeblutet gute 34 Kilo auf die Waage. Um 16:30 Uhr wurde das Angeln eingestellt. Ein sehr erfolgreicher Angeltag und das der erste geht zu Ende mit 2 wunderschönen Heilbutten und einen schönen Dorsch. Dorsch um die 10 Kilo, Heilbutt mit 20 und der zweite geschätzt mit 30-35 Kilo. Ein Heilbutt heute gefangen, 34 Kilo 70. War ein spannender Drill. Mein Heilbutt, was ich gefangen habe, mit 19 Kilo 70. Ein Drill von ca. 20 Minuten. Nach dem gestrigen super Auftakt waren wir für den nächsten Tag natürlich voll motiviert und hofften wieder auf ähnliche Fänge. Da die Wellen am offenen Meer immer noch sehr hoch waren, angelten wir deshalb südöstlich des Ackerfjords. Dort konnte ich sofort einen kleinen Heilbutt beim Köderfischfang haken. Dieser Butt wird natürlich von uns wieder zurückgesetzt, liefert dir aber einen schönen Kampf. Gleichzeitig war auch Gerald mit einem Heilbutt im Drill. Da er einen Superfisch am Haken vermutete, fuhren wir zu ihm, um uns dieses Schauspiel aus der Nähe ansehen zu können. Gut, da das zweite Boot da ist, weil er hat ca. 200 Kilo. Zuerst glaubt, ich hänge am Grund. Aber nein, Fisch, schon Fisch, aber steht. Das ist natürlich für jeden Angler ein besonderes Erlebnis, einen großen Butt drillen zu dürfen. Gerald gelingt es kaum, den Fisch vom Grund zu holen. Das ist ein Kalbi. Das ist ein Kalbi. 400! Ja, weg da nicht. Die Übungfisch, die. Ja, die können uns recht da nicht. Wie kann man da jetzt? 6 Meter. 50 Meter Durchfluss. Sepp versuchte, das Boot so zu manövrieren, dass die Schnur immer senkrecht unter das Boot zeigte, damit Gerald den größten Druck auf den Fisch ausüben konnte. Das solltet ihr aber wirklich nur dann tun, wenn der Fisch rasante Fluchten weit weg vom Boot macht. In unserem Fall waren die Manöver nicht notwendig und eher kontraproduktiv, da noch dazu der Grund sandig war und keine Gefahr bestand, über einen Felsen abzureißen.
das war 90, 100 Meter aber draußen, da habe ich 40 gegangen, aber jetzt gerne wieder. Ja, marschiert. 40! Was macht jetzt da, wenn er da ist? Zu diesem Zeitpunkt waren wir live auf Instagram, damit sich unsere Freunde zu Hause den Drill mit uns anschauen konnten. Gerald konnte den Fisch nun 30 Meter vom Grund lösen und ist noch ungefähr 30 Meter von der Oberfläche entfernt. Ich wollte gerade sagen, ich sollte es mir antun. Jacken aufmachen. Gerald gelingt es jetzt immer mehr Meter um Meter von der Schnur für sich zu gewinnen. Der Fisch scheint also endlich etwas müder zu werden. Es kann natürlich auch sein, dass sein Heilbutt jetzt außen gehakt wurde, weil er wollte eigentlich auf Köderfische angeln und hat gesagt, dass er dann beim Anheben mit dem Bergmann-Pilker den Fisch plötzlich spürte. Also kann es auch sein, dass er irgendwo gerissen wurde. Dann ist es natürlich umso schwieriger, hier im Fight die Oberhand zu behalten, weil wenn der Fisch am Schwanz gehakt ist, dann hat er natürlich viel mehr Kraft, wieder nach unten zu flüchten, als wenn er normal im Maul gehakt wird. Da ist er. Da sind die was. Ich hab Zahn schon. Was gehört der? 30 Kilo. 30 Kilo sowas. Schaut euch das an. Wahnsinn! Noch mit einem Hakel auf der Haut. Wie schon angedeutet, war der Heilbutt außen gehakt und entpuppte sich nach einem gut einstündigen Drill als viel kleiner als erwartet. Der Fisch dürfte um die 25 Kilo gehabt haben und konnte sich an der Oberfläche wieder selbst vom Haken befreien. Was ist gut? Aber da drüben, was dein Haken ist, unglaublich. Unglaublich. Natürlich war die Enttäuschung bei Gerald jetzt im ersten Moment sehr groß, aber wer mit Sepp auf dem Boot ist, braucht auf die Schadenfreude nicht lange zu warten. Das ist aber natürlich nur Spaß und gehört bei uns einfach dazu. Nach diesem außergewöhnlichen Erlebnis angelten wir voll motiviert weiter. Auf Geralds Boot konnten am Nachmittag noch 3 Dorsche zwischen 4 und 5 Kilo gefangen werden, ehe sie um 15 Uhr wieder nach Hause fuhren. Das ist schön. Nein. Bei uns ging vorerst nicht viel, obwohl immer wieder kleine Futterfischschwärme auf dem Echolot zu sehen waren. Nicht der Zielfisch. Da Ger seinen Pilker immer wieder mit Fischfetzen garnierte, ist der Fang eines Lump nur eine Frage der Zeit. Dass er es auch anders kann, bewies er uns wenig später, als er einen kleinen Heilbutt am Haken hatte. Als sich am Spätnachmittag das Wetter verschlechterte und es zu regnen begann,
beendeten wir um 16:45 Uhr das Angeln. Temperaturen um den Gefrierpunkt und leichter Schneefall begrüßten uns am nächsten Morgen. Da aber fast kein Wind ging, waren das die idealen Bedingungen, um aufs offene Meer hinauszufahren. Um 8:45 Uhr starteten wir zum 15 Kilometer entfernten Plateau Nordfahrreit, das 30 Minuten später erreicht wurde. Heute ist unser dritter Angeltag und die Wetterbedingungen lassen es heute erstmals zu, dass wir nordöstlich aufs offene Meer herausfahren. Wir fischen hier auf dem Plateau Nordfahrreit und versuchen hier Dorsche, große Dorsche und eventuell auch einen Heilbutt zu überlisten. Kurze Zeit später hatte Geer tatsächlich schon den ersten Heilbutt am Haken. Da es sich aber um ein kleineres Exemplar handelte, wurde der Fisch von uns wieder zurückgesetzt. Wir fahren nun die zweite Drift am Nordfahrreit. Christian hat seinen bewährten Köder ausgebracht, sprich Circle Hook und Naturköder, und nach kurzer Zeit dürfte ihm ein Butt eingestiegen sein. Zeitgleich hatte Christian einen wesentlich größeren Fisch am Haken. Ja, du bist ja bekannt dafür, dass du relativ fort drüst. Der reißt nicht auf. Christian, wie fühlst du dich gerade? Aha, okay. Etwas abgekämpft. Jetzt sind es 40 Meter sein. 10:11 Uhr. Ja, wir reißen hier auf. Jetzt geht's Fisch. Was war ich? Was machst du denn? Ja. Werden schon erste Schätzungen angeben? Ja, das ist bei einem Schwabi eher drin. Sieh mal bei der Schnur. Ich sag, da der ungefähr ja, 35 Kilo hat. Ich versuche die Schnur von der Rolle zu reißen, keine Chance. Full. Okay. Ja. Nein, auf Vater. Schau. Ich habe wieder angesetzt. 22 Klick. Schlag da oben. Schau. Oh! Wieder. Ja. Das ist dann zu nehmen. Ja. Schön aufgefallen. Macht wieder am Boden. Den ganzen Jahr da dran. 20 Meter. Da, geht wieder. Ja, schau wie er schluckt. Ich hab schon geglaubt, das ist vorbei. So, mit dir ist vorbei. Gut, dann tun wir hier das einmal aus. Das kannst du ausnehmen, gell? Das wird länger dauern. Unser Christian und der härteste Armdrill in unserer Gruppe. Er schenkt dir den Fisch wirklich null. Gebissen auf einer Tiefe von ca. 80 Metern
Grüne Schnur bedeutet 40 Meter. Uhrzeit 10:16 Uhr. So, 30 Meter. Meter. Christian muss etwas. Die letzten 10 Meter haben begonnen. Es ist jetzt 10:18 Uhr. Gleich wird man ihn verblicken können. Genau. Ja, ist schon. Ja, so einer. Ja, auch wieder mit 30 Kilo Mann. Ein junger Wilder. Schön, schön. Ah, das Ja, das ist ein größer sogar, glaube ich. Das ist schön. Bravo, Christian. Kamera her. Ja, ich gebe jetzt Kamera. So, genug, halt noch nicht. Der geschätzte 30 bis 35 Kilo Fisch konnte sich an der Oberfläche wieder selbst vom Circle Hook befreien. Er wäre aber sowieso von uns wieder released worden. 10:52 Uhr. Torsch auf Überbeißer. Auf Deadbait. Und auf meiner rechten Seite Christian, was haben wir? Ich denke, das ist sicher Putt, ja. Also ja vermutet Putt. Schauen wir mal. Keine Viertelstunde später vermutete Christian schon wieder einen Heilbutt am Haken. Weiter bringen nicht weiter. Dieser 14 Kilo Dorsch war Christians neuer Personal Best. 11:10 Uhr, Doppeldrill auf unserem Boot. Sepp hat eine schöne Flucht, der dürfte etwas größer sein als meiner. Meiner steckt noch so. Einfach unglaublich, was sich an diesem Vormittag dort abspielte. Wenig später hatten Gerald und Sepp gleichzeitig einen Heilbutt im Drill. War gleichzeitig, das ist Wahnsinn. Vermutlich 2 Butts gleichzeitig. Ja, der geht so um. Ja, ich kann das halten. Der leckt, sagst du mal was gut. Der geht rüber, das ist ein Wahnsinnsbild der. Das war 50 Meter.
Immer wieder legten die Fische rasante Fluchten hin. Aber meine ist auch wieder 70 Meter fast. Schauen Sie mal meinen an. Ich weiß nicht, wie weit der Eine Flucht auf Grund. Fast, nein, auf Grund ist übertrieben. 70 Meter Flucht. Das war jetzt ein Wahnsinn. Gerald und Sepp kämpften gleichzeitig mit zwei schönen Heilbutt, die ihnen immer wieder Schnur von der Rolle nahmen und die Drills zu einem besonderen Erlebnis machten. Da der Akku auf ihrer Kamera leer war und wir in unmittelbarer Nähe angelten, wurde das Filmen jetzt von uns übernommen. Bravo! Petri Heil, der erste Heilbutt, ist im Boot. Und Sepp ist noch im Kampf mit Fisch Nummer 2. Das ist Nordnorwegen, das ist Soroja. 2 Heilbutt gleichzeitig im Drill. So, die letzten 10 bis 15 Meter. Dieser Fisch dürfte etwas größer sein wie der von Gerald. Jawohl, so ist es richtig. Ja, ja, Der Fisch hat eine Länge von 134 cm und wird jetzt wieder zurückgesetzt. Den habe ich geschwommen gleich. Super. Geralds Butt, den wir mit nach Hause nahmen, wog um die 25 Kilo, während der Fisch von Sepp über 30 Kilo schwer gewesen sein dürfte. Sepp gelang am frühen Nachmittag noch der Fang eines weiteren Heilbutt von 20 Kilo, der aber nicht mehr gefilmt werden konnte. Achtet bei den Fotos bitte unbedingt darauf, dass der Kopf des Heilbutt immer nach links zeigt, da der Fisch ansonsten verkehrt in den Händen liegt. Bei diesen Aufnahmen ist genau das geschehen und sollte uns eigentlich nicht mehr passieren. Während Geralds Boot am Nachmittag am Plateau Nordfahrreit blieb, probierten es Norbert, Geer und ich bei diesem Plateau noch erfolglos auf Stellfisch zu angeln. Um 15 Uhr fuhren wir mit beiden Booten wieder nach Hause.
Am Abend machte uns Markus noch einen Heilbutt in Salzkruste. Dabei wird der Fisch bei 150 Grad knapp 2 Stunden im Backrohr gebacken. Ihr solltet das unbedingt einmal ausprobieren. Das schmeckt einfach köstlich. Im Laufe des nächsten Tages sollte es sonnig und windstill werden. Da es aber bis 9:30 Uhr noch regnete, fuhren wir erst um 10 Uhr zu den südlichen Inseln Hoia und Hielmen. Wir angelten westlich der Insel Hielmen, während es Geralds Boot etwas weiter nördlich in der Nähe des Plateaus Storebaan versuchte. Da dort aber nur ein kleiner Dorsch und ein Lump gefangen wurde, fuhren die 3 bereits um 14 Uhr wieder zurück. Der drillt gerade einen Schellfisch und damit kann man ihn am glücklichsten machen. Traumhaftes Wetter, jetzt das erste Mal in unserem Urlaub, Gott sei Dank. Fisch kommt. Da kommt der Schellfisch. Wir fingen am Nachmittag insgesamt 10 Schellfische, wobei aber nur 4 davon das erforderliche Mindestmaß von 44 cm hatten. Solche Bedingungen machen das Angeln einfach nur zu einem Traum. Um 16:45 Uhr fuhren wir bei einem malerischen Abendhimmel wieder zurück. Auch wenn es bei diesen Bildern kaum zu glauben ist, machte der starke Wind außerhalb des Fjordes ein Angeln heute unmöglich. Wir nützten den Vormittag, um im gut sortierten Markt die Lebensmittelvorräte aufzufüllen. Hier bekommt man wirklich fast alles, das man für ein Leben auf der Insel braucht. Sogar Orangen für unsere Ente am letzten Tag gab es zu kaufen. Zu Mittag ging ich in der winterlichen Landschaft Soroyas noch eine Stunde laufen. Das war der erste Teil unseres Angelvideos Norwegen 2023. Wie ihr sehen konntet, haben wir schon einige große Fische gefangen und wir hoffen,
vielleicht in der zweiten Woche noch größere Fische überlisten zu können.